Viele von uns warten ja mit Spannung schon auf das Christkind, aber der Kapitalmarkt, der lechzt nach Jerome Powell und Christine Lagarde. Herzlich willkommen zum Marktupdate von Raiffeisen Capital Management. Die Zinsentscheidungen der großen Notenbanken stehen also eindeutig im Fokus der Börsianer. Doch vor der Zinsentscheidung heute Mittwoch 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit durch die Federal Reserve und Donnerstag durch die EZB ist immer noch Inflation Time. Dass die amerikanischen Preissteigerungsraten immer für hohe Volatilität gut sein können, zeigten uns ja auch die im Vormonat veröffentlichten Zahlen. Gestern war es wieder einmal soweit. In den Vereinigten Staaten von Amerika wurden die mit großer Spannung erwarteten Inflationszahlen für den Monat November veröffentlicht. Und was soll ich sagen? Die Freude war riesengroß am Börsenparkett, denn die Inflationsrate fiel erneut geringer aus, als von vielen erwartet war. Nach 7,7% im Oktober betrug die November-Preissteigerung nur mehr 7,1%. In einer ersten Reaktion fiel die Rendite der 10-jährigen US-Staatspapiere gleich unter 3,5% und die Notierungen an den Aktienmärkten begannen stark nach oben zu drehen. Kurz nach Veröffentlichung der US-Inflationszahlen notierte der Dow-Jones-Index 1,6% höher und der deutsche Aktienindex der DAX stieg ebenfalls stark an und stieg erstmals seit Juni wieder über 14.600 Punkten. Nun, was bedeuten diese Zahlen nun für die Zinsentscheidungen diese Woche? Man darf wohl davon ausgehen, dass Fed-Chairman Jay Powell als auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde der Inflation auch weiterhin mit großer Entschlossenheit den Kampf ansagen wird. Nach unserer Einschätzung wird die Fed heute aller Wahrscheinlichkeit nach die Zinsen um 0,5% anheben. Die US-Zinsen werden somit den Jahreswechsel in ihrem Leitzinsband von 4,25 bis 4,5% verbringen. Unglaublich eigentlich, waren wir doch noch im ersten Quartal diesen Jahres bei 0. Für 2023 erwartet man dann mit 5 bis 5,25% den sogenannten Leitzinsgipfel in den Vereinigten Staaten. Nach der heute anstehenden Zinsentsteigerung der US-Notenbank erhalten die Marktteilnehmer kaum Zeit zum Atemholen, denn sowohl die EZB als auch die britische Notenbank geben bereits am Donnerstag ihren letzten geldpolitischen Weichenstellung für das laufende Jahr bekannt. Hinsichtlich der Größe des Zinsschritts dürften sich beide der US-Notenbank anschließen und jeweils um 0,5% ihren Leitzins anheben. Für die Eurozone würde dies dann ein Leitzins von 2,5% zum Jahreswechsel bedeuten. Auch hier also eine gewisse Drosselung des geldpolitischen Straffungstempos, wurden doch die Zinsen in der Eurozone die letzten beiden Male um jeweils einen 0,75 Prozentpunkt nach oben angehoben. Also, geschätzte Notenbanker, alea iacta est. Die Inflationswürfel sind gefallen. Jetzt seid ihr die Notenbanken an der Reihe. Recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich schon wieder, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Und in diesem Sinne, Thumbs up, nehmt ein Abo in unserem Kanal und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.